Lateinamerika ist für viele von euch eine interessante Auswanderungsdestination, denn die Region hat viele Vorteile. Erstmal, wenn man sich die geopolitische Situation momentan in Europa und auf der nördlichen Halbkugel anschaut, dann sieht es alles ziemlich erschreckend aus. Davon ist man auf der Südhalbkugel und eben auch in Südamerika ziemlich gut abgeschirmt. Dann ist es auch relativ einfach, dort einen Aufenthaltstitel und sogar auch die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Wir haben ja dazu schon einige Videos gemacht. Aber viele südamerikanische Länder haben eben auch handfeste Steuervorteile. Und heute wollen wir uns einmal 7 südamerikanische Länder anschauen, die besonders steuergünstig sind. Bevor ich mit der Liste anfange, noch einige Hinweise. Jeder, der sich ernsthaft mit Lateinamerika, mit Südamerika auseinandersetzt, muss natürlich verstehen, dass dort noch so manches im Argen ist. Ich denke an Dinge wie Sicherheit, Korruption, Lebensstandard. Das kannst du nicht so ohne weiteres mit Europa vergleichen. Zum Teil natürlich schon. Es gibt sicherlich Regionen, es gibt Städte, die sind sehr fortgeschritten und für die gilt nicht, was ich gerade eben gesagt habe. Ja. Nicht ohne Grund ist laut etlicher Umfragen zum Beispiel Mexiko eines der beliebtesten Länder für Expats. Aber wie gesagt, du musst hier eine realistische Erwartungshaltung haben. Du kannst nicht in diese Länder umziehen, wenn du letztlich etwas erwartest wie in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Das muss ganz klar sein. Das heißt, wenn wir heute diese Länder hier empfehlen und auch aus steuerlicher Sicht empfehlen, dann tun wir das natürlich im vollen Bewusstsein, dass das nicht bedeutet, dass es dort keine Herausforderungen gibt. Diesen Herausforderungen musst du dich stellen, wenn du dorthin umziehst. Und wenn du dich dazu nicht in der Lage siehst, dann würde ich dir dringend davon abraten, nach Lateinamerika auszuwandern. Es gibt auch in Europa viele schöne Auswanderungsländer, aber wer nach Lateinamerika will, der muss schon wirklich etwas hartgesotten sein. Das muss man schon so sagen. Nun aber zu den 7 Ländern und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Land Nummer 1 ist Costa Rica, ein Land Mittelamerikas, wunderschön, viele Deutsche leben dort, für viele ein Paradies. Costa Rica ist auch steuerlich sehr attraktiv. Hier gilt das territoriale System der Besteuerung. Das heißt, auf ausländische Einkünfte werden keine Steuern fällig. Wenn du also zum Beispiel hier Einkünfte hast aus Kapitalerträgen, dann sind diese komplett in Costa Rica steuerfrei. Du musst natürlich aufpassen, gerade bei Dividenden fällt ja Quellensteuer im Sitzstaat des Emittenten an. Diese kriegst du natürlich dann in Costa Rica nicht zurück. Und Vorsicht, weil natürlich vielfach Doppelbesteuerungsabkommen fehlen, wird hier dann gleich der höchste Quellensteuersatz fällig, zum Beispiel in den USA 30%. So, in Deutschland zahlst du knapp 25% Abgeltungssteuer plus Soli auf Dividenden. Das heißt also, wenn du jetzt Dividenden bekommst aus den USA und hauptsächlich du Dividendeneinkünfte hast, wirst du womöglich mehr Steuern bezahlen, wenn du in Costa Rica lebst, als wenn du in Deutschland lebst. Nicht, weil Costa Rica Steuern erhebt, sondern weil die Quellensteuer, die die Sitzstaaten der Emittenten erheben, dann ungleich höher sind. Also behalte das unbedingt in Erinnerung. Vielleicht ist es Zeit, deine Depotstruktur umzustellen. Vielleicht stellst du um von Werten, die dir keine Dividende ausschütten, sondern die du eben für eine spätere Veräußerung hältst, um dann hier den Veräußerungserlös steuerfrei zu vereinnahmen. Gleiches gilt in Costa Rica natürlich auch für Krypto und sämtliche anderen ausländischen Einkünfte, beispielsweise ausländische Provisionen, Tantiemen, Honorare und so weiter und so fort, ist alles steuerfrei in Costa Rica. Ähnliches gilt eigentlich fast für das nächste Land in unserer Liste und das ist El Salvador. In El Salvador gilt natürlich auf ganz besondere Weise, was ich vorhin gesagt habe. Dieses Land war jahrzehntelang geplagt durch eine wahnsinnig hohe Kriminalität, durch viele Morde, durch andere Verbrechen. Dort gibt es seit 2019 einen jungen Präsidenten, Nayib Bukele. Er hat hier ganz schön aufgeräumt. Wir haben ja viele Bilder gesehen
von dem Gefängnis da, wo die Bandenmitglieder nun alle eingesperrt sind. Also da hat sich vieles verbessert, aber nichtsdestotrotz, ja, das muss man natürlich wissen, wenn man sich hier mit El Salvador beschäftigt. El Salvador hat ja auch Bitcoin hier als Zahlungsmittel akzeptiert. Vor kurzem hat El Salvador angekündigt, dass es 5.000 Staatsbürgerschaften verschenken wird, die man sonst für 1 Million hier kaufen muss, aber auch in Bitcoin zum Beispiel bezahlen kann. Also möglicherweise ein interessantes Land. Steuerlich gesehen, wie gesagt, Territorialprinzip, keine Steuer auf ausländische Einkünfte. Ebenso das Territorialprinzip gilt auch in Guatemala. Auch hier sind Auslandseinkünfte steuerfrei. Auch Guatemala war bis vor nicht allzu langer Zeit hier gebeutelt von einem Bürgerkrieg. Auch hier ein Land, das stark im Kommen ist, das in den letzten Jahren hier sich stark entwickelt hat, aber natürlich immer noch ein armes Land, ein Land, wo noch viel zu tun ist. Aber steuerlich ist es auf jeden Fall attraktiv. Und auch in Guatemala ist es relativ einfach, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Du musst nur nachweisen, dass du $1.000 im Monat verdienst bzw. Einkünfte hast. Und dann kannst du dort leben. Auch die Anträge auf die Aufenthaltsbewilligung werden eigentlich recht schnell bearbeitet, sodass du eigentlich auch hier zum Beispiel sehr gut einen Zweitwohnsitz vielleicht etablieren könntest, der dann eben auch steuerlich sehr attraktiv ist. Das nächste Land in unserer Liste ist Mexiko. Mexiko, der südliche Nachbar der Vereinigten Staaten, ein riesiges Land, ein Land mit vielen Kontrasten, wunderschöne Strände, wunderschöne Städte, wunderbares Essen, wunderbare Menschen. Es gibt natürlich auch hier Probleme mit Gewalt, vielfach Drogenkriminalität. Wir sehen das ja regelmäßig in den News. Dennoch natürlich Mexiko ein wahnsinnig beliebtes Land bei Auswanderern. Hier gibt es nun eine neue Präsidentin. Sie ist ziemlich links. Man muss also sehen, was hier in dem Land passiert und ob es interessant bleibt. Bisher jedenfalls ist es so, dass man in Mexiko letztlich steuerfrei leben kann, wenn man nachweisen kann, dass man in einem anderen Land noch einen Wohnsitz hat und dann hier letztlich in Mexiko nur geringe Einkünfte erzielt, dann sind letztlich alle Auslandseinkünfte steuerfrei. Viele Ausländer leben bereits in Mexiko. Ich hatte ja vorhin gesagt, Mexiko ist eines der beliebtesten Länder bei Expats. Viele Amerikaner leben dort natürlich auch. Die Lebenshaltungskosten sind günstig, selbst in Städten wie Mexico City, aber sind natürlich in den letzten Jahren auch gestiegen. Das nächste Land auf unserer Liste ist Panama. Auch Panama versteuert nach dem Territorialprinzip. Auch hier sind ausländische Einkünfte steuerfrei. Panama ein wunderbares Land. Hier gilt der US-Dollar als Zahlungsmittel. Das merkt man irgendwo auch so in der Mentalität der Menschen und in der ganzen Atmosphäre. Das hat so was Amerikanisches. Steuerlich gesehen, wie gesagt, sehr interessant. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Vielfach beliebt ist die Investition in Immobilien. Darüber erhält man dann eben eine Daueraufenthaltsgenehmigung. Aber auch zum Beispiel, wenn du im Ruhestand bist, kannst du dort relativ einfach eine Aufenthaltsgenehmigung auch ohne Investition erhalten. Panama ist sicherlich eine bekanntesten Steueroasen und das nicht ohne Grund, nämlich auch hier sind sämtliche Auslandseinkünfte steuerfrei. Das nächste Land in unserer Liste ist Paraguay. Auch hier gilt Territorialprinzip. Auch hier gibt es keine Steuern auf ausländische Einkünfte. Auch Paraguay ist ein Land, wo man relativ einfach einen Aufenthaltstitel erlangen kann. Viele Deutschfamilien sind ja dort während der Covid-19-Pandemie hingezogen. Inzwischen sind viele auch wieder zurückgekommen. Es ist ein schönes Land, natürlich auch hier zum Teil noch recht rückständig, aber vielen gefällt das ja auch. Es ist ja gerade auch der Kontrast, der gerade auch das Auswandern so attraktiv macht. Das letzte Land auf unserer Liste ist Uruguay. Auch hier ein sehr interessantes Land. Uruguay wird oft als die Schweiz Südamerikas bezeichnet. Grundsätzlich ist ja alles teurer, die Lebenshaltungskosten sind teurer, aber auch die Lebensqualität ist natürlich höher und man sieht das in allen Bereichen. Uruguay hat interessante Möglichkeiten hier der steuerlichen Optimierung. Grundsätzlich gilt, dass wenn du nach Uruguay umziehst und dort eine Aufenthaltsgenehmigung hast, in den ersten 10 Jahren keine Steuern auf ausländische Kapitalerträge wie zum Beispiel Dividenden anfallen. Danach fallen dann 12% auf diese Einnahmen an. Oder du kannst dich entscheiden, dass du von Anfang an 7% Steuern bezahlst auf diese Einnahmen.
dann hast du also nicht die 10-jährige steuerfreie Periode, musst aber auch nie die 12% bezahlen, sondern zahlst immer die 7%. Uruguay hat dann auch noch einige interessante Möglichkeiten, dass du dort die Anwesenheit, die du brauchst, um ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat zu erhalten, radikal minimieren kannst, zum Beispiel auf 60 Tage. Dafür musst du dann aber dort eine Immobilie erwerben. Das waren sie, unsere 7 steuergünstigen lateinamerikanischen Länder im Überblick. Natürlich hat Lateinamerika, Südamerika auch noch viele andere Vorteile zu bieten. Viele Mandanten sind sehr stark daran interessiert, dort einen Plan B Wohnsitz oder zumindest einen Aufenthaltstitel zu bekommen, nur für den Fall der Fälle. Viele denken auch darüber nach, landwirtschaftliche Nutzflächen in Lateinamerika zu kaufen. Das ist eben dort immer noch möglich zu relativ erschwinglichen Preisen. Hier gibt es vielfach keine Beschränkungen hinsichtlich dessen, was Ausländer dort an landwirtschaftlichen Nutzflächen erwerben können, im Gegensatz zu anderen Regionen, zum Teil sogar in Europa. Aber wie gesagt, der größte Vorteil ist meiner Meinung nach an Lateinamerika die sehr offene Kultur gegenüber Einwanderern. Das sind die klassischen Einwanderungsländer. Hier gilt zum Beispiel das Jus Solis für Kinder, die dort geboren werden. Das heißt, in fast allen Ländern erhalten die Kinder eigentlich dann die Staatsbürgerschaft, wenn sie dort geboren werden, ähnlich wie in den USA. Vielfach können zum Beispiel dann auch Eltern innerhalb von wenigen Jahren die Staatsbürgerschaft dort erhalten, wenn man denn möchte. Hier kann man also eigentlich ohne Investition eine weitere Staatsbürgerschaft bekommen oder sogar mehrere Staatsbürgerschaften. Spanisch muss man sprechen. Alles in allem also Lateinamerika ein sehr interessantes Package, wenn du ans Auswandern denkst. Sicherheit, geringe Steuern und auch einfache Wege, hier Daueraufenthalt und Staatsbürgerschaft zu erhalten, vielfach. Das ist schon eine sehr interessante Region. Wenn auch du dich mit dem Thema Umzug nach Lateinamerika beschäftigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren dabei, Mandanten ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.